Ich glaube, das können wirklich nur andere Mischlinge nachvollziehen, dass man halt keine Lust mehr hat, sich vorzustellen als hallo, ich bin halb Labrador, ein Viertel Pitbull Terrier, sondern man will halt einfach auch eine Sache sein. Mein Name ist Jesus, ich bin 35, komme aus Stuttgart, bin hauptberuflich Rapper und Labelbetreiber. Meine Mutter kommt aus Griechenland und mein Vater aus Deutschland. Meine Mutter hat meinen Vater in Griechenland kennengelernt, weil mein Vater vorher schon Griechenland begeistert war und mit dem Rucksack alleine durch Griechenland getourt ist. Es war bei mir schon so, dass wenn ich in Deutschland war, dann habe ich sofort Griechenland verteidigt und in Griechenland war es halt genau andersrum. Wenn meine Cousins mich ärgern wollten, ja, ach, Deutschland, die haben eh keine guten Autos oder so. Nein, Deutschland ist super, die deutsche Bundesliga ist viel stärker. Also ich war immer in Griechenland Botschafter für Deutschland und in Deutschland Botschafter für Griechenland. Ich würde behaupten, meine griechischen Wurzeln haben eine extrem große Rolle gespielt. Zum einen, weil natürlich meine Mutter uns erzogen hat und zum anderen, weil selbst mein Vater einfach ultra Griechenland-affin war, weil er auch Griechisch spricht, weil er die griechischen Instrumente spielen kann, weil er die griechischen Tänze kann. Wir waren auch im griechischen Kulturverein, mussten mit den Trachten damals auf dem Stadtfest tanzen, die alten Mythen, Theater, Musik. Also die griechische Kultur war eigentlich immer präsent in unserer Kindheit. No matter where you're from. Also zum ersten Mal gemerkt, dass es einen Unterschied gibt zwischen mir und anderen Kindern in Deutschland, habe ich wahrscheinlich, als es halt einfach in die Schule ging. Und dort ging es irgendwann mal um das Thema Deutschsein. Und ich weiß noch, da habe ich gesagt, ja, ich bin ja auch Deutsch. Und da hat diese Lehrerin geantwortet, ja, nicht ganz. Und das war so der erste Moment, wo ich so gemerkt habe, ach so, okay. Ein anderer Moment innerhalb meiner eigenen Familie sogar war, als mir der Oberlippenbart gewachsen ist. Da habe ich den dran gelassen, weil mir irgendein Onkel gesagt hat, rasier den nicht weg, wenn du den rasierst, wächst der noch stärker nach. Und als meine deutsche Oma mich da zum ersten Mal gesehen hat, hat sie zu mir gesagt, rasier den Bart ab, du siehst aus wie ein Türke. Das war so, da war ich auch so total verwundert, weil für mich war ja mein Körper so, wie er ist, also selbstverständlich. Meine Mutter hat mir halt einfach beigebracht, da drüber zu stehen und deswegen hat sie mir einfach meistens nur entgegnet, ich soll einfach das sagen, was ich bin. Fertig aus. Ja, und am Ende bin ich halt einfach zu dem Schluss gekommen, dass ich Grieche in Deutschland bin. Also ich bin nicht Grieche in Griechenland, ich bin Grieche, aber in Deutschland. Ich habe mich immer ziemlich wohl gefühlt in Deutschland, weil ich schon das Gefühl habe eigentlich, dass die Griechen und die griechische Kultur in Deutschland immer ein gutes Ansehen hatten. Das hat sich allerdings meiner Meinung nach leider Gottes stark verändert ab Beginn der Finanzkrise. Wenn dann halt irgendeiner, der mitbekommt, dass ich Grieche bin, mich dann fragt, ob das stimmt, dass Griechen mit 40 in Rente gehen oder nur 6 Stunden arbeiten, dann hat mich das schon oft auch wütend gemacht, weil ich ganz genau wusste, kein einziger meiner Verwandten liegt auf der faulen Haut rum, im Gegenteil. Natürlich ist nicht alles perfekt in der Integration, aber ich will ehrlich gesagt gar nichts festhalten, was schlecht ist, weil ich würde behaupten, es gibt auf der Erde kein Land, in dem Integration besser betrieben wird als in Deutschland. Ich mache das daran fest, dass im Gegensatz zu den ganzen Schwarzmalern von der AfD und Pegida und was weiß ich was, ich der Meinung bin, dass die Integration auf gar keinen Fall gescheitert ist. Allein schon, dass Ausländer in Deutschland Arbeitgeber werden, ist doch ein Paradebeispiel dafür. Und dass die Gastarbeiter nicht gegangen sind, sondern geblieben sind, ist doch auch ein Beispiel dafür. Weil jemand, der integriert wird, fühlt sich zu Hause und will bleiben. Jemand, der nicht integriert wird, der will auch gar nicht bleiben, der geht.